Ahoi beim WebDevLab. Ich zeige dir heute, was du alles wissen musst, um die Grundlagen von HTML zu verstehen. Was ist HTML und was brauche ich dafür? HTML ist die Basis jeder Internetseite. Egal ob es ein weltweiter Online-Shop, ein kleines privates Blog oder eine Newssite ist, alle bauen darauf auf. Was du von einer Internetseite siehst, basiert in der Regel auf 3 Technologien. HTML für das Grundgerüst, CSS für das Aussehen und JavaScript für die Interaktion. Und was heißt jetzt Grundgerüst? HTML ist eine Auszeichnungssprache, um den Inhalt eines Dokuments semantisch zu beschreiben, ihm also Bedeutung zu geben. Dadurch, dass du deine Seite in HTML strukturierst, ermöglichst du es anderer Software, deinen Inhalt besser zu verstehen, beispielsweise Überschriften und Navigationselemente zu erkennen. HTML kann einfach von jedem Browser angezeigt werden. Man braucht dafür nichts weiter. Später für etwas fortgeschrittenere Dinge hilft es, eine lokale Web-Server-Software zu haben. Aber für den Anfang ist das nicht nötig. HTML wird in einfachen Textdateien gespeichert, die die Dateiendung .html oder auch .htm haben. Um HTML zu schreiben, braucht es nicht viel. Ein einfacher Texteditor reicht aus. Ich würde dir allerdings einen Code-Editor empfehlen, wie VS Code oder Sublime Text. In meinen Beispielen verwende ich VS Code. Das Grundgerüst. Jedes HTML-Dokument benötigt ein Grundgerüst. Das sieht in etwa so aus. Die erste Zeile sagt dem Browser, dass es sich bei dieser Datei um ein HTML-Dokument handelt und er es entsprechend behandeln soll. Dann ist die gesamte Datei in das Tag HTML eingeschlossen, das quasi eine Klammer um alles bildet. Nun folgen 2 Tags, Head und Body. Im Head-Bereich stehen Informationen für den Browser, die nur selten direkt für den Menschen sichtbar sind. Eine Ausnahme bildet das Title-Tag. Was hier steht, im Beispiel Seitentitel, wird der Browser als Titel der Seite im Tab anzeigen. Direkt sichtbar wird alles, was im Body-Bereich steht. Hier kommt das hin, was man in der Regel als die Internetseite versteht. Die Einrückungen im Beispiel sind nicht nötig, helfen aber beim Verständnis, wo ein Bereich anfängt und wo er aufhört. Ich würde empfehlen, von Anfang an, wenn man HTML lernt, auf korrekte Einrückungen zu achten, da sie zum einen beim Verständnis helfen, zum anderen bei der Fehlersuche. HTML-Tags. Was ist das eigentlich? Eben habe ich schon ein paar Mal den Begriff HTML-Tags erwähnt. Ein Tag ist ein bestimmtes Wort, das umschlossen ist von 2 spitzen Klammern, zum Beispiel Spitze Klammer auf, Title, Spitze Klammer zu. Fast immer gibt es dazu noch ein schließendes Tag, was das Wort mit vorangestelltem Slash nochmal wiederholt. Spitze Klammer auf, Slash Title, Spitze Klammer zu. Die spitzen Klammern findest du unten links auf deiner Tastatur neben dem Y. Das öffnende und das schließende Tag können direkt aufeinander folgen, doch meist steht dazwischen Text, der durch das Tag beschrieben wird, zum Beispiel Title, Seitentitel, Slash Title. Ein paar wenige Tags haben kein gesondertes schließendes Tag. Diese speziellen Tags können keinen Inhalt haben und stehen für sich allein, weshalb es diese Sonderbehandlung gibt. Manchmal wirst du Beispiele sehen, wo solche Tags mit einem Slash vor der schließenden Klammer geschrieben werden. Das kann man zur Verdeutlichung machen, ist aber nicht nötig. Ein Tag hat in der Regel eine bestimmte Bedeutung. Man wählt das Tag danach aus, welchen Inhalt es umschließen soll. Daher gibt es auch Dutzende Tags mit unterschiedlicher Bedeutung. Für den Anfang reichen jedoch ein paar wenige aus. H1 bis H6 ist für Überschriften. P benutzt du für Absätze. A ist ein Anchor-Element, besser bekannt als Link, nicht der von Zelda. Image ist ein Bild. UL bzw. OL ist für ungeordnete bzw. geordnete Listen, also zum Beispiel nummerierte Listen. LI markiert ein Listenelement innerhalb der jeweiligen Liste. Div ist ein allgemeines Blockelement, Span ist ein allgemeines Inline-Element. Zu Block- und Inline-Elementen gleich mehr. Tags können auch geschachtelt werden. Im Beispiel des Grundgerüsts von eben wurde ein Head-Tag innerhalb eines HTML-Tags geschrieben. Damit ist das Head-Tag ein Kindelement des HTML-Tags, beziehungsweise das HTML-Tag ist das Elternelement. Dabei ist man nicht immer ganz frei. Zum Beispiel muss das LI-Element zwingend in eine Liste wie UL geschachtelt werden. Für das bessere Verständnis helfen hier auch wieder die Einrückungen. Bei Div und Span habe ich eben Block- und Inline-Element erwähnt. Vereinfacht gesagt sind Block-Elemente welche, die immer die gesamte Zeile einnehmen, und Inline-Elemente nehmen lediglich den Platz ihres Inhalts ein. Ein Absatz P ist ein Blockelement und geht daher über die gesamte Breite des Browsers. Ein Link in diesem Absatz mit dem Tag A ist ein Inline-Element und nimmt daher nur den Platz ein, den der Text zwischen A und /A benötigt. Attribute.
HTML-Tags können auch Attribute haben. Das sind Angaben zur Anpassung oder Individualisierung eines Tags. Das src-Attribut beim Image-Tag gibt beispielsweise an, welches Bild angezeigt werden soll. Am häufigsten wirst du vermutlich das Attribut Class antreffen. Es dient dazu, eine CSS-Klasse an einen HTML-Tag zu binden, sodass ein Layout in CSS für das Element geschrieben werden kann. Attribute bestehen in der Regel aus einem Schlüssel-Wert-Paar. Das heißt, es gibt einen Bezeichner, zum Beispiel Class, und dem kann ich einen Wert zuordnen. Sagen wir, ich möchte die CSS-Klasse Infobox vergeben. Dann würde ich schreiben, Class ist gleich Infobox. In HTML gibt es globale Attribute. Das sind Attribute, die du an jedes Element schreiben kannst. Dann gibt es noch Attribute, die spezifisch für ein Tag sind. Nehmen wir das HTML-Tag, um Links zu setzen als Beispiel. Das A ist hier das öffnende Tag. YouTube-Kanal @webdevlab wird der verlinkte Text sein. Und /a ist das schließende Tag und markiert damit das Ende des Links. href ist ein Attribut, das spezifisch für das A-Tag ist. Du kannst es also nicht willkürlich an jedes HTML-Tag anfügen. Beim A-Tag ist es dafür da, um das Ziel des Links zu hinterlegen, also wo der User beim Anklicken hin weitergeleitet werden soll. Ein weiteres optionales Attribut am A-Tag ist das Target-Attribut. Es definiert, wo der Link geöffnet werden soll. Der Wert _blank sorgt beispielsweise dafür, dass ein Link in einem neuen Tab geöffnet wird. Semantische Tags. Wie vorher schon erwähnt, wählt man die HTML-Tags nach dem Inhalt aus. Habe ich einen Text, der eine Überschrift darstellt, dann wähle ich zum Beispiel H1 meine Überschrift aus. Schreibe ich einen längeren Textabsatz, dann ist es P längerer Textabsatz. Diese Verbindung aus HTML-Tag und Inhalt nennt man Semantik. Das ist nicht nur eine akademische Übung, sondern hat sehr praktische Auswirkungen. Zum einen sorgen semantische Tags dafür, dass die eigene Seite maschinenlesbar wird. Das heißt beispielsweise, dass Suchmaschinen wie Google verstehen, was die Überschrift der Seite ist, was ist der Text und sowas. Aber auch assistive Technologien wie Screenreader, die Internetseiten für Menschen vorlesen können, haben die Möglichkeit, die Struktur der Seite zu verstehen. So können Sie anhand von den H1 bis H6 Tags beispielsweise eine Liste der Überschriften erstellen und erstmal diese vorlesen, sodass ein User direkt zu einer Überschrift springen und den Text dort beginnen kann. Ein paar weitere semantische HTML-Tags sind Header für den Kopfbereich der Seite, Footer für den Fußbereich der Seite, Nav für die Navigation deiner Seite, Artikel für den Artikeltext deiner Seite, Aside für unabhängige Zusatzinhalte deiner Seite. Zusammenfassung. Du hast jetzt einen groben Überblick, wie HTML funktioniert und wie man verschiedene Elemente nennt. Bau dir eine erste eigene HTML-Seite und versuche erstmal Inhalte draufzuschreiben. Beispielsweise einen Steckbrief über dich selbst mit einer kleinen Vorstellung, einem Bild, ganz wie du magst. Überleg dir dabei, welche Textteile du mit welchem HTML-Tag umschließen willst. Wenn du deiner Seite dein erstes Styling verpassen möchtest, kommt hier nächste Woche mein Video zu CSS raus, das du dir anschauen kannst. Hast du Anregungen für weitere Videos, die ich hier machen soll, dann schreib mir einen Kommentar. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal für weitere Videos zum Web-Frontend. In Zukunft werde ich hier vor allem erstmal Videos zu Grundlagen in HTML und CSS machen, wobei ich dabei auch durchaus ins Detail gehen möchte. Bleib also gerne dran, wenn du mehr lernen möchtest. Bis dahin, Happy Coding und tschüss.